Das ist das Rode NT-USB Tischmikrofon. Warum genau das? Ich mag Rode Geräte und es sieht optisch gut aus. Das reicht mir schon für die Kaufentscheidung. Nein, natürlich sollten noch mehr Kriterien in die Kaufentscheidung einfließen. Generell sind die Dinge aber alle relativ gleich. Erledigen wir kurz das Unboxing und dann geht's in die Details. Fertig! Zusätzlich zum Mikrofon sind in der Box eine Kunstleder-Tragetasche, ein iHeartRoad Microphone-Sticker, eine Bedienungsanleitung, ein Tripod-Mikrofonständer mit gummierten Füßen, ein Mikrofonarm für die Feinjustierung, das längste USB-A zu USB-B-Kabel, was jemals hergestellt wurde, 6 Meter lang, lässt sich als Lasso zum Hund anleihen oder zum Abseilen aus dem Fenster benutzen. Und ein optisch sehr schöner, abnehmbarer Filter. Der ist dazu da, um Störgeräusche wie zu verhindern. Das ist etwas, was jedes Tischmikrofon haben sollte. Diverse Hersteller stellen diesen aber mit im Lieferumfang nicht bereit, sondern lassen sich das nochmal schön extra bezahlen. Das ist also eine optisch sehr schöne und komplette Alternative zu anderen Tischmikrofonen. Schauen wir uns das Mikrofon nun etwas genauer an, finden wir an der Front den Grill für das Kondensatormodul. Wir haben hier ein Seitenmikrofon mit Nierencharakteristik, was bedeutet, dass es aus nächster Nähe zur Quelle am besten funktioniert. Man sollte es also so ansprechen, anstatt wie bei einem Bühnenmikrofon am oberen Ende. Am unteren Teil des Mikrofons ist der USB-Anschluss. Normaler USB-B-Anschluss in diesem Fall. Auf der rechten Seite sind 2 Drehknöpfe, die mich am Anfang etwas verwirrt haben. Denn ich habe erwartet, dass einer für die Lautstärkeregelung für den 3,5 mm Klinkensteckeranschluss ist, um somit die Lautstärke für die Kopfhörer zu regeln. Das ist auch korrekt und der Regler darüber für die Einstellung der Mikrofonverstärkung ist. Stattdessen ist es aber der Mixregler. Das heißt, wenn man eine Aufnahme am Computer macht, nimmt man zusätzlich alle Geräusche am Computer auf, die dort auch noch abgespielt werden. Läuft beispielsweise zusätzlich Musik auf dem Computer, wird diese ebenfalls mit aufgenommen. Dieser Regler ist dafür da, um zu regeln, wie stark die aufgenommene Stimme gegenüber der PC-Soundaufnahme wahrgenommen werden soll. Du kannst bei der Aufnahme also entscheiden, wie stark deine eigene Stimme gegenüber dem Systemsound wirkt. Eine sehr schöne Funktion. Aber wo ist dann der Regler für den Mikrofonverstärker dann? Gute Frage. Rode nutzt eine Mikrofonverstärker-Einstellung, welche als optimal festgelegt wurde. Die Mikrofonverstärkung lässt sich also später nur mit der Editiersoftware am System selbst einstellen. Das gibt einigen von euch da draußen vielleicht ein bisschen zu wenig Kontrolle. Aber in meinem Fall ist das kein Problem, weil ich das mit meinen normalen Kameramikrofonen auch nie anders mache. Ich bin also froh, dass alles weiterhin gleich und einfach bleibt. Aber ist das wirklich so? Hören wir uns die Aufnahme einmal im Vergleich zur Aufnahme meiner GoPro MediaMod an. Ich bestell Pizza, willst du auch was? Nein. Okay. Oder doch? Was denn nu? Ich weiß nicht. Du weißt nicht, ob du was willst? Nein. Hast du Hunger? Keine Ahnung, irgendwie schon. Was heißt irgendwie? Das heißt, dass ich mir nicht sicher bin. Wenn ich Hunger hab, dann merke ich das. Vielleicht habe ich ja auch Hunger. Also bestelle ich dir was. Und wenn ich später doch nichts mehr will? Dann isst du es halt nicht. Das ist doch Verschwendung. Dann hebst du eben für morgen auf. Und wenn ich morgen gar keinen Appetit auf Pizza habe? Pizza kann man immer essen. Ich nicht. Dann such dir was anderes aus. Ich will aber gar nichts anderes. Also doch Pizza. Nein. Also gar nichts. Doch. Du machst mich verrückt. Warum bestellst du denn nicht schon mal was? Wie du meinst. Aber nimm die Pizza mit Schinken. Ich mag aber gar keinen Schinken. Ich schon. Ich dachte, ich sollte mir was bestellen. Sollst du ja auch. Und warum dann Schinken? Falls ich Hunger kriege, wenn dein Essen da ist. Und? Glaubst du, ich will was essen, was mir nicht schmeckt? Wieso du? Wieso nicht? Moment. Also soll ich mir was bestellen, das du dann essen kannst, falls du doch noch Hunger bekommst? Genau. Und was bitte soll ich dann essen? Na, vielleicht habe ich ja nachher gar keinen Hunger. Und? Hast du den Unterschied gehört? Zugegeben, war gar nicht so leicht zu hören. Ich persönlich fand die Aufnahme der GoPro MediaMod schon ganz gut. Aber das Rode setzt den Maßstab nochmal um einiges höher. Falls du es nicht hören konntest, das GoPro MediaMod Mikrofon hat bei der Aufnahme ein wahrnehmbares Grundrauschen und man hört einen Hall beim Sprechen.
Beim Rode ist alles ruhig, die Aufnahme ist total sauber. Ich kann das Ding definitiv empfehlen, bei Interesse ist das Gerät natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Hier nochmal der Vergleich bei völliger Ruhe. Okay, das soll es gewesen sein. Falls du jetzt noch nicht überzeugt bist, hier noch ein letztes Feature. Mit einem USB zu USB-C Adapter lässt sich das Gerät problemlos an Tablets, Smartphones und Kameras anschließen. Mit meinem alten Google Pixel 4a funktioniert das einwandfrei. Das werde ich dir jetzt noch zeigen. Dazu schalten wir jetzt um auf das Smartphone, auf die Video-App. Wir sehen dann das Rode NT USB und die GoPro, mit der wir die ganze Zeit aufnehmen. Wenn ich jetzt das Mikrofon anschließe, werden wir 3 Dinge feststellen. Einmal wird kurz das Audiosignal unterbrochen sein, denn das Mikrofon wird umgeschaltet vom Smartphone-Mikrofon auf das Rode NT USB. Am Rode selbst wird hier eine blaue Lampe anfangen zu leuchten, das heißt, das Gerät wird ausreichend mit Strom versorgt. Und im oberen Teil vom Display werden wir sehen, dass das Mikrofon erkannt wird. Ich schließe das Gerät jetzt an. Wie gesagt, das Audio wird kurz weg sein. Der Ton sollte jetzt wieder da sein, man sieht, das blaue Lämpchen leuchtet, die Anzeige im Display kam und wir können jetzt problemlos vom Smartphone-Mikrofon auf das kabelgebundene Rode NT USB umschalten. Wenn du wissen willst, was du sonst noch so an Ausrüstung gebrauchen kannst, um selbst Filme machen zu können, dann schau dir dieses Video hier oben an. Bis zum nächsten Mal, ciao ciao!